Ich hab's heute abtreiben lassen. Alexander war der Vater. Wenn du mit Sicherheit gewusst hättest, dass das Kind von mir ist, hättest du die Schwangerschaft trotzdem abgebrochen. Vanessa Juli. Und jetzt drücken Sie mir gleich Ihr Demoband in die Hand. Ich würde lieber bei Ihnen morgen vorbeikommen und Sie persönlich von meinen Talenten überzeugen. Wenn Sie die beiden dazu bringen, sich selbst zu stellen und anzuzeigen, können Sie noch mit Strafmilderung rechnen. Ich zeige mich heute noch selbst an. Wenn dir deine Freunde wirklich so viel bedeuten, dann bewahre sie vor dem Gefängnis. Nimm die Schuld auf dich. Leo, kannst du mir mal verraten, was das werden soll? Wir hauen ab, was sonst? Welche Zahnbürste ist deine? Lass den Quatsch. Wo willst du überhaupt hin? Ist egal. Wir hauen einfach ab. Das bringt doch nichts. Das Ergebnis vom DNA-Test liegt bestimmt schon längst vor. Und wenn ich mich heute nicht selbst anzeige, dann bist du genauso geliefert wie ich. Danke. Aber mir ist nicht so nach Gefängnis. Wer sagt denn, dass du ins Gefängnis musst? Weil das nun mal immer so ist, wenn man eine Entführung zugibt. Du wirst nicht selbst zur Polizei gehen. Ich nehme dein Geständnis auf Video auf. Du musst nur sagen, dass du der Drahtzieher der Entführung warst. Und wenn ich das Video der Polizei gebe, bist du schon längst über alle Berge. Mit falschen Papieren und einem Flugticket. Und wohin geht der Flug? Wo immer du auch hin willst. Die werden uns überall suchen. Wenn wir jetzt abhauen, dann machen wir alles noch viel schlimmer. Weißt du, was schlimm ist? Wenn du dich anzeigst und ins Gefängnis kommst und ich... Mann, ich will mit dir zusammenbleiben. Versteh das doch. Wir hauen gemeinsam ab, Timo, jetzt. Das ist unsere einzige Möglichkeit. Du würdest Timo und Leonie vor dem Gefängnis bewahren. Wusste ich doch, dass wir ins Geschäft kommen. Sie kennen sich nicht zufällig, nein? Nein, nein. Man könnte fast den Eindruck gewinnen, dieser Auftritt hier sei abgesprochen. Quatsch. Wie kommen Sie darauf? Was hatten Sie denn vorhin so lange unter diesem Tisch zu suchen? Na, den kleinen Scheißer. Fragen Sie das doch mal. Einen Ihrer Kollegen. Kein vernünftiger Elektriker würde einen Verteiler an so einer bescheuerten Stelle planen. Das ist mal wieder typisch Architekt. Ruhe. Wenn das Problem erstmal lokalisiert ist, dann klappt der Rest von ganz allein. Ich verstehe eben was von meinem Handwerk. Sie fangen ja auch nicht mit dem Dach an, wenn Sie ein Haus bauen, oder? Sie halten mal einen Augenblick die Luft an. Herr Brandner, wenn Sie nichts dagegen haben, dann würde ich gerne Ihre Unterlagen kontrollieren. Nein, nein, nein. Ich hab nichts. Wollen Sie mich vielleicht auch durchsuchen, ja? So ein kleiner Scheißer. Wenn Sie dann Ihre durchaus unterhaltsame Visite beenden würden, dann könnten wir mit der Prüfung fortfahren. Ja. Wollen Sie Ihr Werkzeug mitnehmen? Selbstverständlich. Das kann passieren. So, Konzentration. Ab jetzt Neustart, 3 Stunden. Herr Brandner, setzen Sie sich doch. Also,
Ich hoffe, du denkst jetzt nicht, dass ich das nur gemacht habe, weil ich Karriere als Sängerin machen will. Oder als Tänzerin. Ich kann auch ziemlich gut tanzen. Pole Dance an der Stange oder Steppen. Aber ich habe das wirklich nur gemacht, weil ich dich total süß finde. Ehrlich. Entschuldige, aber ich habe jetzt wirklich keine Zeit mehr. Ja. Dann machen wir das Vorsingen andermal? Ich melde mich einfach, okay? Ich leg dir meine Karte auf den Tisch. Ja. Verzeihung? Das glaube ich jetzt nicht. Er geht einfach nicht dran. Tut mir leid, länger als 2 Stunden kann ich die Fahndung nicht rauszögern. Nicht nachdem die Haftbefehle rausgegangen sind. Ach komm, das sind ja noch halbe Kinder. Ja, für eine Entführung waren sie auch alt genug. Timo wollte sich stellen. Ich weiß nicht, warum er das nicht schon längst gemacht hat. Na, hoffentlich ist er nicht auf dumme Gedanken. Er weiß, dass das seine einzige Chance ist, mildernde Umstände zu bekommen. Er riskiert gerade seinen Job für den Jungen. Ich weiß. Wenn ich nur wüsste, wo Timo steckt. Ricardo, vielleicht im No Limits. Arno hat mir erzählt, er will dorthin nach seiner letzten Prüfung. Und vielleicht sind die beiden auf die Idee gekommen, mit ihrem Opa darauf anzustoßen. Das könnte sein. Ich fahr sofort hin. Danke. Wir haben eine Idee bekommen, wo Timo stecken könnte. Frank, Ich muss das tun, Charlie. Das ist mein Job. Das ist nicht dein Ernst. Du hast Timo zu dieser Entführung angestiftet und du willst sagen, dass ihr Geld für Tanja erpressen wolltet? Clarissa sorgt dafür, dass ich gefälschte Papiere bekomme und abhauen kann. Und wohin? Keine Ahnung. Australien? Jetzt hör mir mal gut zu. Diese Clarissa, die wird dich eiskalt über den Tisch ziehen. No risk, no fun. Super Satz, echt. Hey, das ist die einzige Chance für mich, irgendwo noch anzufangen. Mir war gar nicht klar, dass du so dringend weg willst. Hey, ich bin illegal hier. Timo und Leonie gehen noch zur Schule. Wenn Timo damit fertig ist, fängt er seine Pilotenausbildung an. Und ich? Ich kann nicht mal als Schuhputzer arbeiten. Ich will auch nur leben. Ja, aber es muss doch irgendeine Chance geben, dass du legal hier bleiben kannst. Ich darf nicht mal die Luft hier atmen. Wenn irgendwer Notiz von mir nimmt, sitze ich sofort im Flieger nach Venezuela und darf dort im Knast verrotten. Du hast eine Sache vergessen. Timo und Leonie werden sich nie darauf einlassen. Sie müssen noch nichts erfahren. Emilio Sanchez? Ja? Hier unterschreiben. Danke. Vielen Dank. Ein Flugticket für Stefan Vollmer. Wer ist das? Ich, wenn ich will. Den Pass dazu gibt's nach Drehschluss. Von dem Geständnisvideo. Mach das nicht. Bitte. Wenn ich das nicht mache, dann gehen die beiden in den Knast. Typisch Mann. Zu dumm zum Spicken. Das sagt die Richtige. Was hättest du denn getan? Du, wenn ich da an der Uni gewesen wäre, dann hätte der Prof bestimmt nicht mehr auf den Spicker geachtet. Da ist Anni. Komm. Siehst du Emilio irgendwo? Scheiße, mein Vater. Wo ist der Helmke? Nichts. Ich hatte gehofft, dass wir die beiden doch noch finden. Einen Moment. Entschuldigung, Sie sind doch ein guter Bekannter von Arno Brandner, oder? Alter Kumpel trifft's besser. Alter Kumpel, meinetwegen. Ich bin auf der Suche nach meinem Sohn Timo. Arnos Enkel. Haben Sie ihn irgendwo gesehen? Der war nicht hier. Aber Arno wollte doch seine letzte Prüfung hier feiern. Ja, aber bisher ist er noch nicht aufgetaucht. Also, wenn er kommt, könnten Sie ihm bitte ausrichten, er soll mich sofort anrufen. Es ist sehr dringend. Mach ich. Danke. Vergiss es. Ich weiß auch nicht, wo wir noch suchen sollen.
Dann gehen Sie doch am besten jetzt nach Hause. Wer weiß, vielleicht tauchen die beiden da noch auf. Dann rufen Sie mich sofort an. Und ich fahre zurück ins Präsidium. 1 Stunde. Dann geht die Fahndung raus. Ja, 100% schon das Ergebnis vom DNA-Test. Die fahnden nach uns, garantiert. Was machen wir denn jetzt? Zum Bahnhof können wir nicht mehr. Aber ich weiß wohin. Komm. Bewerbung, so nennt man das also heute. Dümmer geht's ja wohl nicht. Jetzt hör mal zu, das geht dich alles überhaupt nichts an. Sag mal, denkst du eigentlich auch an Marlene? Nach allem, was sie durchgemacht hat, fällt dir nichts Besseres ein, als Besetzungscouch zu spielen? Justus, schicken Sie jemanden, den auf die Betten müssen abgezogen werden. Natürlich, selbstverständlich. Danke. Du weißt es also. Du meinst, dass Marlene nie einen Vaterschaftstest gemacht hat? Sie hat das Baby einfach abgetrieben. Und du hast es die ganze Zeit gewusst. Tristan. Marlene war am Ende. Ich weiß, dass sie sich die Entscheidung wirklich nicht leicht gemacht hat. Sie wollte dich nicht verletzen, weil sie dich liebt, verstehst du? Das war vielleicht mein Kind. Deine Nichte oder dein Neffe. Du warst da und du hast die ganze Zeit nichts getan. Kommst du? Herr Pflock wartet schon. Natürlich, Liebes. Hauptsache die Presse stimmt. Andi Fritsche, es war die dümmste Idee aller Zeiten. Ausgerechnet Fritsche mit diesem Spicker loszuschicken. Das nächste Mal mache ich selbst. Oh, das reinste Vergnügen mit den Studenten. Oh ja. Und Shadi hat das alles gewusst? Ja, wozu hat man Freunde? Dafür, dass man sich vor ihnen in Acht nimmt. Also, wenn ich aufgeflogen wäre, hätte ich mir die Prüfung an den Hut stecken können. Obwohl der Professor, da wollen wir uns mal nicht täuschen, uns sehr wohl hätte auffliegen lassen können. Weiß der Teufel, warum er es nicht getan hat. Ja, Andi, glaubst du im Ernst? Er hat unser Affentheater nicht durchschaut? Hast du eigentlich überhaupt irgendwas geschrieben? Dein idiotischer Stromausfall. Der war für mich letztendlich wie ein kathartisches Erlebnis. Ich habe geschrieben, wie in Trance. Jetzt ja mal den Sekt aufmachen. Oh, ja. Nein, 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 nein. Das ist zu früh. Hier hat bis jetzt noch niemand irgendetwas bestanden. Was war denn überhaupt los mit dir? Woher kam denn dieser Blackout? Ach, meine Enkelkinder, sie sind, glaube ich, in Schwierigkeiten. Ich hatte einfach keinen Kopf frei dafür. Ja. Dein Schwiegersohn, der war übrigens gerade da. Dieser Arzt, er sucht Timo. Timo? Wieso das denn? Ich habe Timo gesehen und dieses Mädchen. Was? Warum hast du das nicht schon eher gesagt? Ja, ich weiß so, wie das ist, wenn man keinen Bock auf seine Eltern hat. Auf jeden Fall hatten die so Rucksäcke an. Ich glaube, die wollten verreisen. Entschuldigt mich. Und wie war das gestern für Sie, zum ersten Mal nach Ihrer Auszeit wieder aufzutreten? Das war ein wunderschöner Abend. Ein eigenes Soloprojekt ist ja auch etwas, von dem ich schon sehr lange geträumt habe. Sie wirkten auf mich auch wie befreit. Was bestimmt damit zusammenhängt, dass Sie wieder glücklich verliebt sind. Sie haben ja in den letzten Monaten eine sehr schwierige Phase zu durchleben gehabt. Ihre Scheidung, die Vergewaltigung. Es freut mich sehr zu sehen, dass es Ihnen jetzt wieder besser geht. Und ich nehme an, Sie als Marlenes neuer Partner haben den größten Anteil daran. Ich glaube, Sie überschätzen meinen Einfluss etwas. Ja? Und gibt es denn neue Pläne? Ist ein weiterer Soloauftritt geplant? Nein. Nichts, was wir der Öffentlichkeit jetzt schon mitteilen wollen. Wir wälzen natürlich permanent Ideen. Lassen Sie sich doch einfach überraschen. Sie beide sind ja nun ein Paar. Unsere Leser interessiert mit Sicherheit, ob sich das auf Ihre Zusammenarbeit auswirkt. Bestimmt ist das nicht immer ganz einfach. Ganz im Gegenteil. Ich kann mich auf Tristan zu 100% verlassen. Im beruflichen sowie im privaten Bereich. Das gibt mir natürlich unheimlich viel Kraft. So, ich denke, das reicht. Das Interview ist beendet. Ja, aber was ist denn jetzt mit unserem Fototermin? Der Fotograf wartet drauf. Vielen Dank, es war ein tolles Gespräch. Ich danke Ihnen. Timo? Leonie? Timo, seid ihr hier?
Papa, Leonie und ich haben uns entschieden, zusammen wegzugehen. Bitte mach dir keine Sorgen. Ich melde mich, wenn wir in Sicherheit sind. Timo. Verdammt. Soll ich dir was abnehmen? Noch was? 2 Rucksäcke, das geht ja wohl nicht. Klar geht das. Einer vorne, einer hinten und du auf den Schultern. Du bist doch nicht mein Packesel. Bist du dir sicher, dass der Weg richtig ist? Ja, die Hütte liegt total versteckt im Wald. Und da bleiben wir dann erstmal, bis sich alles beruhigt hat. Und dann trampen wir. Egal, wohin wir wollen. Am besten nach Frankreich. Ja, vielleicht nicht gerade Paris, da werden sie uns bestimmt auch suchen. Aber hey, ich habe eine Freundin in der Provence. Diese verfluchte Prüfung. Warum habe ich sie nicht sausen lassen? Gleich heute Morgen hätte ich mit ihm zur Polizei gehen müssen. Nichts wäre passiert. Der Junge hat doch sein ganzes Leben noch vor sich. Was glaubt er denn? Dr. Kimball, mein Leben auf der Flucht? Ach, Arno, du weißt doch, wie das ist, wenn man jung ist. Da zählt nur der Augenblick. Die beiden sind frisch verliebt und haben schreckliche Angst davor, getrennt zu werden. Und wenn es nicht so traurig wäre, dann könnte man es ja sogar romantisch finden. Leonie und Timo gemeinsam auf der Flucht. Also ich hoffe nur, dass die beiden zur Vernunft kommen. Ein freiwilliges Geständnis bei der Polizei. Das ist Timos einzige Chance. Hallo? Hallo. Hallo? Hey, Ja? was habt ihr denn hier zu suchen? Ihr wisst schon, dass wildes Campen hier verboten ist. Sie meinen wegen der Rucksäcke? Was habt ihr denn sonst? Naja, wir trainieren. Für unseren Rucksackurlaub in Sibirien. Genau, damit ich mich schon mal an das schwere Gewicht gewöhnen kann. In Sibirien. Mit Gitarre. Ja, unbedingt. Und das soll ich euch glauben. Seid ein bisschen vorsichtig. Hier ist ein wilder Keiler unterwegs. Das kann sehr gefährlich sein. Ach. Da brauchst du gar nicht zu lachen. Wenn der jetzt mehr vor dir steht, wird dir das Lachen vergehen. Dich kenne ich doch irgendwoher. Bist du eine Freundin von Kim? Ja, richtig, Herr Wolf. Na dann, viel Spaß beim Trainieren. Tschüss. Tschüss. Bitte sehr. Dankeschön. Hey. Hey. Hast du Tristan gesehen? Nee, wieso? Ich dachte, er steht diesem Schmierlappen von der Glanz und Gloria Rede und Antwort. Haben wir auch, bis er das Interview abgebrochen hat. Ganz plötzlich. Mhm. Er weiß Bescheid. Schon seit gestern Abend. Der hat die ganze Nacht kein Auge zugetan und heute Morgen war er so anders. Ich habe ihn kaum mehr wiedererkannt. Wundert dich das? Genau deshalb wollte ich ihm ja die Wahrheit nicht sagen, weil ich ihn einfach nie so sehen wollte, so kalt und verletzt. Er hat auf meine Entschuldigung gewartet, darauf, dass ich ihm sage, dass es mir leid tut, aber das konnte ich nicht. Hey, du musstest eine Entscheidung treffen. Für dein Leben. Und es hätte doch gar nichts geändert, wenn du vorher mit ihm gesprochen hättest. Tristan war immer für mich da. Er hat mir vertraut. Und ich habe ihn so verletzt. Habt ihr euch eigentlich getrennt? Wieso? Hat er das gesagt? Naja, wahrscheinlich war es das jetzt für ihn. Ich habe alles kaputt gemacht. Du glaubst gar nicht, wie sehr ich mich für alles hasse. Beruhige dich. Ich kann wirklich verstehen, dass du ein schlechtes Gewissen hast wegen Tristan. Aber übertreibe es bitte nicht. Wie meinst du das? So gern ich meinen Bruder mag, aber ein Heiliger ist auch nicht gerade.
Was wird das hier? Willst du Beweise vernichten? Wie es aussieht, ist es ja nicht mehr notwendig. Wieso ausgerechnet jetzt, Tristan? Weil ich dich zuerst belogen habe? Vielleicht. Ich wusste gar nicht, dass wir hier Rechnungen begleichen. Das funktioniert auch nicht. Weil ich nämlich keine Ahnung habe, was deine Lüge in irgendeiner Weise aufwiegen würde. Das war vielleicht mein Kind. Und du rennst ins Krankenhaus und lässt es einfach wegmachen, als wäre es gar nichts. Sag das nicht, bitte. Du hast überhaupt keine Ahnung, wie ich mich die ganze Zeit gefühlt habe. Wie denn auch, wenn du mich nicht mal daran teilhaben lässt? Ich bin vergewaltigt worden. Und diese Schwangerschaft, es war, als würde es immer und immer wieder passieren. Ich konnte es einfach nicht mehr ertragen. Weil du die ganze Zeit geglaubt hast, dass Alexander der Vater ist. Aber einen Tag später... Ich konnte aber keinen Tag mehr warten, keinen einzigen. Verstehst du das nicht? Ich musste das tun. Für meinen Körper. Für mein Leben und für mich. Es ging hier aber nicht nur um dich. Begreifst du das nicht? Es ging um uns. Und um unsere Zukunft. Ja. Habe ich ja gemerkt, was dir unsere Zukunft wert ist. Eine schnelle Nummer mit irgendeinem Flittchen. Wo sind sie? Wer? Timo und Leonie. Keine Ahnung. Hier. Ach du Scheiße. Wenn sie in einer Stunde nicht wieder da sind, dann löst die Polizei die Fahndung aus und dann haben wir ein echtes Problem. Die haben mir wirklich nicht gesagt, wo sie hin sind und warum. Vermutlich, weil sie dich nicht mit reinziehen wollten. Schön. Ist doch gemütlich hier, oder? Mann, was haben die sich nur dabei gedacht? Ist doch vollkommen klar, sie wollen zusammenbleiben. Wie unfair ist denn das doch bitte? Timos Vater wird umgebracht und keiner tut irgendwas. Und kaum will er die Wahrheit herausfinden, muss er in den Knast. Das ist doch totale Scheiße. Ja, du hast recht, das ist totale Scheiße, aber jetzt kann ihnen keiner mehr helfen. Hast du jetzt eigentlich einen Plan? Na, wie gesagt, zuerst nach Frankreich und dann am besten... Griechenland? Witzig, nein, weiter weg. Afrika? Nein, weiter weg. Australien? Ja, warum nicht? Und was machen wir da? Na, Schafe züchten oder Koalas füttern. Irgendeinen Job findet man immer. Und natürlich Musik. Ja, du vielleicht. Und ich, was mache ich? Du kannst das Geld einsammeln. Und vielleicht dir ein bisschen steppen. Oder ich werde Buschpilot. Und dann organisiere ich die ganzen Versorgungsflüge ins Outback. Ja, vielleicht ist die Ausbildung dort auch günstiger. Klingt doch super. Ich glaube, wir werden glücklich. Ja, wir sind ja auch zusammen. Frau von Lahnstein, darf ich Sie kurz stören? Ja, natürlich. Was kann ich für Sie tun? Ich bin ein riesengroßer Fan von Ihnen und ich bewundere total, wie Sie das alles meistern, wie Sie immer wieder nach vorne gehen bei dem ganzen Mist, den Sie schon erlebt haben. Also, wow. Ja, und ich habe Sie gestern auch singen gehört. Sie waren super. Sie waren bei meinem Liederabend. Ja. Und ja, ich würde ja auch so gerne Karriere beim Musical starten. Und ich habe auch schon mit Ihrem Manager gesprochen wegen Vorsingen. Vorsingen. Als ich in Ihrem Alter war, da nannte man das noch die Besetzungscouch. Wie kommst du überhaupt dazu, dich da einzumischen? Du, ich habe mir wirklich nicht ausgesucht, all diese Sachen zu erfahren. Kein Grund, hier alles direkt brühwarm weiterzuerzählen. Ach so,
Aber das, was in der Klinik passiert ist, hätte ich dir natürlich sofort erzählen sollen, hm? Das ist ja wohl ein bisschen was anderes. Du, wenn ich mich um deine Freundin kümmere, ja, während du mit anderen Frauen schläfst, kannst du von mir keine Rückendeckung erwarten, okay? Ich habe nicht mit ihr geschlafen. Jetzt komm mir bitte nicht mit der Nummer. Ich habe doch gesehen, was da lief. Genau das hast du eben nicht. Nein, also, so war das nicht. Und wenn ich gewusst hätte, dass das zwischen ihnen so ernst ist, dann hätte ich doch niemals... Was ist denn zwischen Ihnen beiden eigentlich genau gelaufen? Naja, das Übliche halt. Ich muss auf einmal an Marlene denken. Ich war so verdammt wütend auf sie. Obwohl ich es wirklich wollte in dem Moment. Aber ich konnte sie überhaupt nicht betrügen. Es ging einfach nicht. Ich hätte wirklich nicht gedacht, dass ich dich jemals so erlebe. Glaub mir, ich auch nicht. Dich hat's wohl richtig erwischt, was? Als ob ich nicht wüsste, was dabei rauskommt. Liebe ist einfach was für Idioten. Man wird abhängig und verliert komplett den eigenen Willen. Nein, der bleibt. Nur das, was wir wollen, verändert sich. Und du willst Marlene. Also mach was draus. Ich glaube, dafür ist es schon zu spät. Sie meinen, er konnte nicht? Na, hören Sie mal, bei mir kann jeder. Nein, er wollte nicht, das trifft es wohl eher. Und wie gesagt, wenn ich gewusst hätte, dass... Kriege ich jetzt doch noch mein Autogramm? Okay, vielleicht ein anderes Mal, ja? Ich habe vergessen, vorher noch das Geld vom Sparbuch abzuheben. Jetzt ist es wahrscheinlich zu spät. Die Polizei hat bestimmt schon mit der Bank gesprochen. Egal. Wir trampen. Wir kommen auch ohne Kohle nach Frankreich. Und wenn nicht, dann kontaktieren wir meine Mutter. Leo, wir können niemanden von unserer Familie kontaktieren. Und wir können auch nicht zurück. Nie wieder. Das weißt du doch. Wenn du möchtest, dann kannst du jetzt noch zurück. Vergiss es. Ich lass dich nicht im Stich. Ich lass dich niemals im Stich. Don't put your faith in my heart. I will only let you down. Don't let your love grow too deep. I don't think I'll be around. There is a curse in Die beiden haben wirklich eine Begabung, alles noch schlimmer zu machen. Aber zum Glück haben wir jetzt die Lösung. Das sehe ich genauso. Ich aber nicht. Ich lasse nicht zu, dass du Emilio zu einer Selbstanzeige zwingst. Der Junge macht es doch freiwillig. Außerdem, deine Meinung ist unwichtig. Wie immer. Ist dir klar, was das heißt? Machen Sie sich um mich keine Sorgen, Herr Mendes. Natürlich mache ich mir Sorgen um dich. Macht es doch völlig freiwillig. Emilio, ich weiß, dass du den beiden helfen willst, aber der Preis ist zu hoch. Du wirst Timo und Leonie nie wiedersehen, genauso wenig wie deine Familie, wenn dir die Flucht überhaupt gelingt. Danke, dass Sie mich darüber informiert haben. Die Polizei hat die Fahndung ausgelöst. Dann sollten wir keine Zeit verlieren.
Polizei noch keine Spuren gefunden, nichts? Nein, und es nutzt auch nichts, wenn ich Frank jetzt alle Viertelstunde anrufe. Er meldet sich bei uns, die Fahndung läuft. Also sobald die beiden auftauchen, ich werde ihnen so den Kopf waschen, dass sie ihn hören und sehen. Du wirst Verständnis haben für ihre Situation. Du wirst sie trösten wegen ihrer Ängste und du wirst Timo versichern, dass du immer für ihn da sein wirst. Zu dir wollte ich. Ricky Pfock hat mich angerufen. Ihr habt heute noch einen Fototermin. Ja, ich weiß. Willst du ihn absagen? Ist vielleicht besser. Marlene, es tut mir leid. Was meinst du? Die Sache mit dieser Frau. Ich habe sie vorhin zufällig getroffen und sie hat mir gesagt, dass eigentlich nicht wirklich viel passiert ist. Genug, um dich zu verletzen, und das wollte ich nicht. Doch, das wolltest du. Und das kann ich auch verstehen. Du bist der Letzte, der sich bei mir entschuldigen muss. Ich weiß, du kannst meine Entscheidung für diesen Abbruch nicht verstehen, aber das hat nichts mit dir zu tun. Oder mit meinen Gefühlen für dich. Ich möchte nur, dass du das weißt. Es fühlt sich leider nur ganz anders an. Ich habe Tanja von Lahnstein entführt. Ganz alleine. Ich wollte ein fettes Lösegeld kassieren, um meine Familie zu unterstützen. Timo und Leonie trifft keine Schuld. Sie haben mich erwischt und haben versucht, sie zu befreien. Dabei habe ich aus Versehen auf Leonie geschossen. Ich möchte nicht, dass meine Freunde für eine Sache bestraft werden, für die sie überhaupt nichts können. Also nehmen Sie bitte die Hände weg von Leonie und Timo. Sie trifft keine Schuld. Sie sind die besten Freunde, die man überhaupt haben kann. Timo? Timo! Timo! Hey, Papa, ich habe einen Riesenscheiß gebaut. Was ist denn hier los? Wir haben eine Lösung aus der Misere gefunden für dich und für Leonie. Was genau hat Emil damit zu tun? Nein, Timo, ich will das erklären. Ich habe Tanja von Lahnstein entführt. Ganz alleine. Weil ich ein fettes Lösegeld kassieren wollte, um meine Familie zu unterstützen. Timo und Leonie trifft keine Schuld. Sie sind mir auf die Schliche gekommen und haben versucht, sie zu befreien. Hast du dir das ausgedacht? Es ist die einzige Lösung. Du und Leonie, ihr wollt doch nicht ins Gefängnis gehen. Aber Emilio oder was? Nein, natürlich nicht. Hey. Ich fliege nach Australien. Sie hat mir ein Ticket besorgt und wenn das hier durch ist, kriege ich auch noch einen neuen Pass. Spinnst du? Willst du einfach alles so hinwerfen wegen so einer Pfeife wie mir? Mann, ich hab dich erst in die ganze Sache mit reingezogen, Emilio. Pass mal auf, ich brauch dich hier. Und Leo auch, weil du musst auf sie aufpassen. Du bist ja der Einzige, den sie noch hat. Wovon redest du? Polizei, aufmachen! Einen Moment, bitte. Hast du die gerufen? Nee.
Timo nicht, aber Sie! Sie wollten mich lenken. Sie wollten mich an die Polizei ausliefern, sobald Sie das Geständnis haben. Polizei, öffnen Sie die Tür! Ich komme schon. Und jetzt versteckst du dich, los. Nein, hier nicht. Bist du verrückt, Emilio? Ich werde immer für dich da sein, aber jetzt verpiss dich. Es wurde aber auch langsam Zeit. Wir haben einen Hinweis erhalten, dass Sie hier sind, Herr Mendez. Ja. Ich würde mich gern selbst anzeigen.